Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Jürgen und zwar hier in der Bastelgarage. Und es freut mich natürlich ganz besonders, dass du bzw. auch meine neuen Abonnenten oder zukünftigen Abonnenten gerne zuschauen. Ich habe in meinem letzten Video hier die Scheppach HSM 1080 aufgebaut und mal kurz gezeigt, was so funktioniert. Und ich bin also nach wie vor noch sehr, sehr zufrieden damit. Für das Geld und für eine Hobbywerkstatt ist das vollkommen ausreichend, das Gerät. Soweit aber das nur vorneweg. Das, was mich ein bisschen stört, das ist, wenn man längere Hölzer hat und die dann abhobelt, dann ist hier an einem Ende, ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man das nicht sehen, ist hier ein Schlag drin. Das ist halbrund. So, und um den wegzubekommen, habe ich mir was einfallen lassen. Und zwar sieht das so aus, wenn man dieses Stück Holz jetzt in die Maschine unten in den dicken Hobel einschiebt. Ich übertreibe das jetzt mal. Dann schiebt man das nicht waagerecht rein, sondern immer irgendwie ein klein wenig verkantet. Und genau da, die Messerwellen drehen sich ja. Und man kann sich ja vorstellen, wenn das hier drauf trifft, schräg, haut das erstmal eine Ecke raus, dann wird das Ganze gerade und der Hobel macht dann hier alles ab. Und da habe ich eine besondere Sache. Wie gesagt, eine Tischverlängerung ist ja eigentlich nichts Neues. Aber hier geht es um Folgendes. Das hier ist jetzt die Maschine, mal von unten drunter gesehen. Und zwar befinden sich hier oben drüber das Hobelmesser und mehrere Gummiwalzen, die dann das Holz reinziehen und durchschieben. Das hier ist ein verstellbarer Tisch, den man hoch und runter kurbeln kann. Und genau da liegt nämlich auch das Problem. Der ist einfach zu kurz. Wenn ich jetzt das Holz nehme und hier reinschiebe, ich übertreibe das mal wieder maßlos, wenn ich das jetzt schief da reinschiebe, dann passiert das mit diesem Schlag. Und wenn ich jetzt diesen Tisch einfach hier verlängere, dann habe ich hier hinten schon eine Auflage, bevor ich das überhaupt reinschiebe, liegt das Holz schon flach auf. So, eine weitere Geschichte, die ich heute so ein bisschen ändern möchte. Also das hier habt ihr bestimmt schon mal gesehen, da gibt es schon einige Videos drüber. Aber es ist halt einfach so, die Welle hier oben, ungefähr 25 cm breit. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn ich das Holz immer hier an dieser Seite reinschiebe, wird das Messer genau auf der Seite abgetragen. Das hier ist ein Holz, das hat 6 cm breit. Das heißt also 19 cm des Messers werden eigentlich gar nicht benutzt oder nur selten benutzt, nur wenn man breitere Bretter hat. Ich habe aber meistens diese dünneren Bretter hier oder dünneren Balken und deshalb möchte ich natürlich gerne, dass die hier eine Führung reinbauen. Die Maschine hat hier rechts und links solche Führungsschienen. Die sind nur 6 mm hoch, die einfach das Holz schön hier dran vorbeiführen. Das Problem ist nämlich, ich zeige es jetzt mal von der anderen Seite, und zwar, wenn ihr das Holz reinschiebt und dieser Anschlag wäre nicht da, würde das Holz hier reingehen und sich eventuell da verkanten, dass das dagegen stößt. Deshalb ist die Führung da, damit das schön rein und raus geht. Ich habe jetzt hier schon mal so ein Brett vorbereitet, also nur um das mal zu zeigen. Man schiebt das hier rein und dann ist natürlich rechts und links kein Anschlag mehr. Und das Holz würde sich hier in diesen Hohlteilen, Hohlkammern hier hinten verkanten. Also muss ich an dieses Brett auch rechts und links eine Führung dran machen, die ungefähr 6 mm hoch ist. Ich habe mir jetzt hier so eine Siebdruckplatte, die ist 16 mm dick zurechtgeschnitten. Und zwar ist die 92 cm lang und 25,7 mm breit. Das passt genau dazwischen. Zudem habe ich dann hier mir 2 Leisten zurechtgeschnitten, und zwar sind die 6 mm dick. Das sind Resthölzer, die haben auch hier so eine abgerundete Kante. 2 cm breit und ungefähr 40 cm lang. Die sollen dann später, wenn das Brett kommt, jeweils hier rechts und links reingedrückt werden. Die liegen jetzt unten auf diesem bisherigen Anschlag auf. So, und damit habe ich jetzt hier 6 mm wie unten drunter auch Anschlag. Das mache ich gleich noch fest. Allerdings habe ich festgestellt, dass hier, wo ich die Leiste vorne weiter rausstehen habe, damit ich schon möglichst früh einen Anschlag habe, dass ich, wenn ich das hochkurble, dass ich genau hier Probleme bekomme. Und zwar schlägt dieses Teil, dieser Anschlag hier genau da drauf. Deshalb muss ich das Holz etwas kürzen, dass ich hier
dran vorbeikomme. Auf der anderen Seite, genau hier, lasse ich das mit abschließen mit der Kante. Bevor wir jetzt die Leisten hier dran machen, ich lege die mal gerade weg, müssen wir dieses Brett, das ist ja lose, das kann man ja hin und her schieben, das würde ich ja beim Hobeln mit wegschicken. Hier unten drunter würde ich das gerne festmachen. Beim letzten Mal habe ich ja, wie ich den Hobel ausprobiert habe, dieses wunderschöne Holzglatt gehobelt. Das soll hier hin und soll das Ganze festhalten, damit das nicht dass das nicht verschieben kann. Dazu habe ich dann hier den Winkel liegen, dann weiß ich auch genau, wie weit ich gehen muss. Und zwar habe ich hier drin in meiner Maschine hier so eine ausziehbare, das scheint eine Tischverlängerung zu sein. Und die würde ich gern benutzen, um den Tisch, der liegt ja hier unten flach auf. Hier habe ich ja keine richtige Befestigungsmöglichkeit. Und den würde ich jetzt gerne reinschieben und hier mit diesem Brett mir eine Einkerbung machen, dass ich das hier einhaken kann, dass ich das Brett durchschieben kann und einhaken kann. Aber zeige ich euch jetzt, wie wir das machen. Und zwar ist ja, wie gesagt, hier diese die ausziehbare Verlängerung. Hier möchte ich jetzt das Holz drunter machen. Also das habe ich mir jetzt nur eingespannt, das wird länger. Nur um einfach zu wissen, wo hier der Griff zu Ende ist. Das müsste die Höhe sein und das hier ist die Tiefe. So. Und diese Ecke schneide ich mir jetzt mal an der Tischkreissäge raus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man das hier unten drunter sehen kann. Und zwar der Bügel macht hier eine Rundung. Das heißt, das in der Mitte ist höher als an der Seite. Deshalb habe ich mir hier an dem Holz jeweils, kann man das sehen, rechts und links, habe ich mir dann einfach die Ecke weggeschnitten. So schräg. So, und das passt dann genau hier drunter und rastet dann auch ein. Also ich möchte das Brett dann durchschieben, kurz zurückschieben und hinten auch einrasten lassen. Hier mache ich jetzt nur noch die Kanten schön ein bisschen rund, zumindest die unteren, damit man sich daran nicht verletzen kann. Bevor wir jetzt den vorderen Befestigungspunkt für das Brett, was hier drunter kommt, anschrauben und festmachen, zurechtschneiden, möchte ich erst noch was anderes machen. Und zwar hier rechts und links kommen ja diese Leisten dran. Die stehen 6 mm über. Und ich habe ja gesagt, wenn das hier jetzt mal das Hobelmesser sein soll, dann mache ich immer, wenn ich das hier reinschiebe, an der Seite schiebe ich das Holz rein und nur hier wird das Hobelmesser abgenutzt. Jetzt möchte ich das aber gleichmäßig, dass die Welle abgenutzt wird, beziehungsweise das Messer. Und dafür habe ich mir jetzt hier eine Leiste zurechtgeschnitten, die ist 6 mm dick, 1,5 cm breit und ich glaube 40 cm lang. Die soll jetzt hier hin, und zwar in einem Abstand von 20 cm. Und zwar mit diesen Holzdübeln. Die wollte ich dann hier unten und oben jeweils einen reinmachen, Löcher bohren und die dann hier als Verstellung hinmachen. Das heißt, wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, wenn ich das Gefühl habe, dass die äußere Welle genug abgenutzt ist, klemme ich mir das Brett hier hin und schiebe es beim nächsten Mal hier rein. Und beim übernächsten Mal wieder einfach klemme ich das hier ran und nutze mal hier die Seite der Welle ab. Dazu habe ich mir jetzt hier angezeichnet Löcher, da bohre ich jetzt 6 mm Löcher rein und dann schauen wir mal weiter. Und zwar habe ich mir jetzt hier eine Linie eingezeichnet, 20 cm vom Rand entfernt und habe mir hier weitere Striche in der Mitte des Holzes und jeweils rechts und links 6,5 cm vom Rand gemacht. Und zwar die Leiste kommt dann hier hin. Das hier ist ja das, was normalerweise gebraucht wird. 6,5 cm müsste eigentlich für eine normale Dachlatte reichen. Dann kann ich das mit diesen, hier kommen ja Holzdübel rein, das soll dann versetzt werden nach hier. Dann habe ich hier schon, Moment, ich gucke mal gerade.
Ja, dann habe ich hier 13 cm, beziehungsweise wenn ich ganz hier rüber gebe, über 19 cm. Und wenn ich meine, dass die Welle auf der Seite mehr abgenutzt werden muss, kann ich das halt auch hier machen und habe dann hier auch 19 cm Breite. Ich würde sagen, ich bohre jetzt erstmal hier die vorderen Löcher, alle in der Reihe, und gehe dann hinten hin und bohre hinten die. Ich habe übrigens dieses Loch, ich habe das vorher ausprobiert, von 6 auf 6,5 mm aufgebohrt. Hier drin habe ich weiterhin 6 mm, dann passt das nämlich prima, rutscht das richtig gut rein. Und dann mache ich das mal hier drauf. So, das hier schneiden wir nachher mit der Japansäge einfach ab. Und damit kann man das jetzt schön in alle Löcher verschieben. Jetzt habe ich das Ganze rumgedreht und bohre jetzt munter hier meine Löcher rein. Wie gesagt, hier habe ich wieder den Winkelanschlag. Und weil ich hier den Holzdübel drin habe, kann das hier hinten sich nicht mehr bewegen. Und damit bekomme ich das genau gerade hin. Jetzt habe ich hier auch an der Seite diesen Holzdübel eingeleimt und abgeschnitten. Und das kommt dann einfach hier drauf, kann versetzt werden und dementsprechend hat man mehr Hobelbreite. So, wenn man es nicht braucht, lässt man es halt einfach weg. Gehen wir weiter hier unter den Hobel, also das ist jetzt die Unteransicht. Jetzt machen wir diesen Art Haken hier fest. Wie gesagt, hier ist der Auszug, die Tischverlängerung oder was auch immer das ist. Und das schrauben wir jetzt einfach mal hier drunter. Ich habe jetzt hier einen Winkel angelegt, damit ich genau mit oben eine Flucht habe. Löcher vorgebohrt und Schrauben reingemacht. Und dieses Teil hier unten, das kippe ich, raste das hier unten ein, dass es da drin geht. Und auf der anderen Seite drücke ich das kurz runter. Und damit ist das Ganze fest. Und das kann sich jetzt hier nicht mehr bewegen. Was fehlt, sind jetzt die Seitenstücke. Die machen wir jetzt auch noch gerade dran. Die Leisten kommen ja hier hinten hin. Und damit ich erstmal einen Halt habe, also es kommen nachher noch Schrauben rein, leime ich mir das erstmal schön fest. Das muss ja jetzt im Moment nicht viel halten. Da kommen noch Schrauben rein und setze die Leiste dann hier hinten rein. Auf der Seite, wo es vor vorne ist, wo das raussteht, bohre ich vor und mache eine kleine Schraube rein. Durch die Schrauben kann ich das Brett jetzt rausnehmen und hier vor Ort noch Löcher bohren und Schrauben reinmachen. Ja, bleibt jetzt noch ein Test zu machen. Ich habe hier in der Mitte das Holz reingesetzt. Normalerweise mache ich das, hobel ich hier auf der Seite. Ich möchte aber diesmal auf dieser Seite hobeln, damit das Messer gleichmäßig abgenutzt wird. Und jetzt schieben wir das mal da durch, um zu sehen, ob wir den Hobelschlag zumindest minimiert bekommen. Das ist super glatt. Hier habe ich einen ganz leichten Hobelschlag, nicht so stark wie auf der anderen Seite. Kaum spürbar, kann man sehr gut wegschleifen. Ich glaube, so ganz weg bekommt man es nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser. Und deshalb werde ich das gute Stück auch weiter einsetzen. Und das ist meine Version einer Tischverlängerung für den Hobel. Und wie gesagt, hier in der Mitte, da kann man ganz toll das einfach überall dort, wo man möchte, reindrücken. Fertig. Und schon hat man hier eine wunderbare Führung und das Holz auf der rechten oder auf der linken Seite, beziehungsweise auch enger hier nur am Rand durchzuschieben. Und dadurch wird dann obendrauf das Messer gleichmäßig abgenutzt. Und so sage ich danke für euer Interesse, euer Zuschauen. Ich glaube, das Ganze hat nicht ganz 45 Minuten bis 60 Minuten, also eine knappe Stunde hat das Ganze gedauert. Und ich denke mal, dass ich dieses Brett, dieses Führungsbrett dauermäßig drin lassen werde.
Ansonsten sage ich ciao, bis demnächst. Gruß, euer Jürgen.